Moin zusammen. Ich möchte euch heute in einem neuen Video zeigen, wie man in Microsoft Fabric eine Azure Keyword Referenz erstellt und dann entsprechend ein Secret aus einem Keyword abruft in einer Verbindung. Das ist relativ einfach umsetzbar und wir müssen auch gar nicht so viel tun dafür, um das einzurichten. Was habe ich vorbereitet? Ich habe ein Keyword vorbereitet mit einem Secret, der dort schon gespeichert ist oder schon erstellt wurde, wo der Account Key des Storage Accounts drin ist. Zweiten Punkt, wir brauchen einen Workspace, natürlich. So. Und zu guter Letzt natürlich ein Storage Account, auf den wir zugreifen können. Gehen wir in den Workspace und gucken uns als erstes an, wie wir die Keyword-Referenz erstellen. Dazu gehen wir auf die Schraube oder auf das Zahnrad besser gesagt, geht auf Manage Connections und Gateways. Anschließend haben wir hier die Azure Keyword Referenz. Geht auf New und erstellen diese jetzt erst einmal. Hier wieder einen aussagekräftigen Namen. Referenz. Hier ist wichtig, dass wir den reinen Kontonamen nutzen, ja, ohne HTTPS und den entsprechenden Domain dahinter. Ja. So. Anschließend müssen wir natürlich uns authentifizieren. Das geht aktuell nur mit OAuth 2.0. Wähle hier meinen entsprechenden Benutzer, der Zugriff auf den Key-Vault hat. Hier auf Create. Und die Referenz ist erstellt. Das war Schritt 1. Im nächsten Step wollen wir uns die Connection angucken, also sprich die Connection erstellen zu dem Storage Account. Dazu gehen wir auf Connections, gehen wieder auf New, gehen auf Cloud. Da das ein Storage Account Gen 2 ist, also ein Azure Data Lake Storage ist, benenne ich den jetzt erstmal. V2 Storage. Suchen wir den Connection Typ aus. Das ist ein Gen 2. Jetzt brauchen wir den entsprechenden Storage Account Namen. Hole ich mir. Anschließend gebe ich hier noch das File System. Da lasse ich einfach das so. Gehe dann auf die Authentication und jetzt können wir Key wählen oder eins der anderen. Ich wähle Key, könnte jetzt hier entsprechend den Account Key, den ich vom Storage Account bekomme, eintragen. Das wollen wir hier aber nicht. Wir wollen ja den Account Key nicht direkt hier speichern in der Verbindung, sondern aus dem Keyboard abrufen. Das heißt, wir klicken hier auf das Symbol, suchen uns unsere Referenz, die wir erstellt haben, gehen dann und holen uns den Storage-Namen, also den Secret-Namen, ja. Und den habe ich so benannt. Sage Apply, gehe hier auf Create und das reicht schon. Ja. Das heißt, jetzt haben wir die Verbindung erstellt zu unserem Storage-Account. Im nächsten Step möchte ich einmal testen, ob ich darauf zugreifen kann. Dazu gehe ich meinen entsprechenden Workspace. Ich habe eine Data Pipeline erstellt, gehe dann auf Copy Data, hole mir einfach eine Verbindung, gehe mal auf Source, suche meine Connection aus und jetzt klicke ich mal auf Browse und sehe und schaue, ob wir eine Verbindung bekommen und ob wir entsprechend die Ordner jetzt sehen, beziehungsweise den Container. Den Container sehen wir und einen entsprechenden Ordner habe ich auch angelegt. Den sollten wir jetzt im nächsten Schritt auch sehen. Uploads. Klicken wir auch drauf. Klicken auf OK. Und wie wir sehen, funktioniert die Verbindung einwandfrei und wir können diese jetzt nutzen, um ja, Daten von A nach B zu kopieren, als Beispiel. Genau. Okay, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst bitte ein Like da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal.